Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tims Sprachnachrichten. Und heute habe ich eine etwas andere Form des Wer ist eigentlich Formats für euch. Ihr kennt ja schon generell so von den Recaps und sowas und von den Budgetfolgen, kennt ihr ja dieses Sprachnachrichtenformat, wo Leute mir zu einem gewissen Thema Sprachnachrichten zukommen lassen und ich euch für euch hintereinander schneide. Nun habe ich mir eine Kombination daraus überlegt. Und zwar habe ich heute den lieben Ricky von Erling EDC, der wundervolle Coins macht, vor allen Dingen für mich ganz besonders wertvoll, der Stay the Course und wahrscheinlich auch so sein Aushängeschild, der Stay the Course Coin. Einige von euch, die mir auch auf Instagram folgen, kennen den Coin jetzt schon zu Genüge von meinen Bildern. Und ich habe dem lieben Ricky von Erling EDC einen kleinen Fragenkatalog zukommen lassen. Er hat mir die Fragen in separaten Sprachnachrichten oder Aufzeichnungen beantwortet. Und ja, ich spiele euch jetzt die Fragen ab, beziehungsweise seine Antworten. Und fasse die danach noch einmal kurz für euch zusammen. Und dann geht's. Das ist dann quasi jetzt so das neue Format oder eine neue Form des Wer ist eigentlich Formats. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Dazu gibt es ja auf Spotify immer die Umfrage und natürlich auf YouTube die Kommentare. Genau. Ja, die erste Frage ist immer die gleiche eigentlich. Und zwar, hat EDC schon immer eine Rolle in deinem Leben gespielt? So has EDC always played a role in my life? I guess I would say it has. I mean, I've always been one to kind of, carry a phone and usually always have a watch on. So that was probably my first EDC. But with EDC today, and at least what we see in the community, I really wasn't carrying probably a knife, a coin, all sorts of different pocket art, pry bars, things like that until probably COVID. I just didn't have a whole lot to do, enjoyed photography during that time, and really found the community through just starting to take pictures of products and doing product photography. And I think a few guys followed me that I still talk to today, like Captain Ricky and a couple of others in there, and just kind of fell into a community with those guys as we were all just growing and trying to get through COVID. Ja, also Ricky hatte schon immer irgendwie sein Handy und seine Armbanduhr dabei und hat dann erst so mit Corona, so wie viele andere von uns ja irgendwie auch, erst so richtig den Weg in dieses EDC-Hobby gefunden mit Fotografie von Produkten und so weiter. Und damit haben auch bei ihm ganz viele andere noch mit angefangen, zum Beispiel Captain Ricky, den kennt ihr bestimmt auch, der mittlerweile sehr viel macht mit Bester im EDC, beziehungsweise sehr viel alles mit ihm macht. Und genau, und jetzt ist er da immer noch so in Kontakt und das war so der richtige Start für ihn in das Thema von Everyday Carry. Die nächste Frage wäre dann, wie er das erste Mal so richtig in die Berührung mit diesen Coins, diesen Sammlermünzen, diesen EDC-Münzen gekommen ist. How did I first get into contact with coins? Probably through Peter McKinnon. I followed him for a very long time and basically taught myself how to really use a camera, really get into videography, video editing, things like that. This was years ago. He might have been in his second year of YouTube at that point or something. Really enjoyed it, and then kind of when Pete's Pirate Life came about, started noticing more coins. His coin wasn't my first, but after I got his, that kind of changed everything once I saw the detail in it and everything, and that kind of led me to want to design my own. I just didn't know exactly what direction to go, and started just kind of sketching things, and over the course of probably a year and a half came up with the first Stay the Course coin. Also hier war sein erster Input mit Coins tatsächlich über Peter McKinnon. Ihr kennt ihn wahrscheinlich besser oder vielleicht auch unter Pete's Pirate Life. Und
Der Coin von Peter war nicht sein erster, aber der erste Coin, der so wirklich mit seinen Details überzeugt hat und wo er dann gesagt hat, okay, ich will auch was machen. Und dann so über 1,5 Jahre kam dann immer mehr die Idee, seinen eigenen Coin zu machen und kam dann mit Skizzen und sowas. Und so entstand dann grundlegend irgendwann der erste Entwurf für den ersten Stay the Course Coin. Die dritte Frage, die ich Ricky gestellt habe, war, was für ihn selber Münzen in seinem täglich Rumschleppzeug für eine Rolle spielen. What role do EDC coins play in my daily gear? That's a good question. And I usually always have a coin on me. A couple years back, I worked with Night Heron Leather, and we came up with a collab wallet with a coin slip in it. And to this day, I still carry that wallet. It's been great just for the fact that I can hold a coin, and most of the time I've got one of mine on me. Currently, I've got one from Captain York, which is a really cool coin if you can get one of your hands on one. They just shipped a couple weeks ago. A ton of detail. I know he actually worked with the same company that I did, so there's just an immense amount of detail. Really more than mine, to be honest. I was really impressed with how much he got in there. Ja, er hat tatsächlich auch immer irgendwie einen Coin dabei. Und er hat vor einiger Zeit mit Night Heron Leather, den Link dazu findet ihr natürlich, also alle Links findet ihr natürlich unten in der Beschreibung, hat er mit Night Heron Leather so eine Börse entwickelt, so ein Wallet, wo auch ein Fach für einen Coin bei ist. Und das trägt er halt immer mit sich. In der Regel hat er dann seine eigenen Coins dabei. Im Moment trägt er einen von Captain York, der auch sehr mit seinen Details überzeugt und die auch beide, also Ricky und Captain York, fertigen ihre Coins bei der gleichen Firma oder lassen die da fertigen. Und er meinte selber gerade, dass sie echt viele Details haben und sogar noch mehr Details als seine Coins. Und das ist natürlich schon eine Aussage, weil ich selber den Stay the Course ja immer bei mir habe und der ist schon super detailreich und ja, ich liebe die Münze einfach. Also lohnt es sich bestimmt mal einen Blick zu riskieren auf die Münzen von Captain York. Dann habe ich ihn die Frage beantworten lassen, wann die Idee aufkam, seine eigenen Münzen zu entwerfen. When was the idea of designing my own coin born? Probably after I got the Pete's Pirate Life V2 coin. I started thinking about making my own coin and knew that I could probably do it. Didn't know quite how, but started thinking and kind of designing. And originally, I sketched out a anchor and a compass rose, and I knew that had to be on the coin no matter what. That was what was gonna kind of be my thing, and didn't know about the back, but I kept kind of playing around with different ideas, and this was over the course of about 1.5 years, doing different designs. I started to lean on actually a tattoo that I had designed and gotten on my leg, and it had a ship in it and some other things, and started to use that to kind of put it together. And then towards the very end, the meaning of the Stay the Course kind of came to me, and I added that. That was actually one of the last things that was put on the coin. Originally, it didn't have a quote or anything, but for some reason, I just felt like it was very, very fitting, and it spoke to me, and I know it's kind of spoken to a lot of other people that carry it to this day. Also, nachdem Ricky die Münze von Pete's Pirate Life bekommen hatte, hat er auch schon direkt quasi angefangen zu überlegen, was er denn gerne auf seiner eigenen Münze hätte. Und da war für ihn schon direkt klar, okay, das braucht eine Windrose und einen Anker. Und so hat er dann über 1,5 Jahre
Designs hin und her geschoben und sich Gedanken gemacht. Und dann kam das eine Element zu dem anderen, das Schiff kam dazu. Und auch ein Tattoo, was er selber hat ihn auch inspiriert. Und diese Stay the Course-Botschaft war tatsächlich eines der letzten Elemente, die ihren Weg auf die Münze gefunden haben. Und ist das Element, was viele Leute überzeugt und dazu bewegt, die Münze auch jeden Tag mit sich zu führen. Und das ist für mich tatsächlich genau der gleiche Punkt. Genau wegen der Stay the Course-Botschaft habe ich auch die Stay the Course-Münze jeden Tag bei mir. Seitdem ich die Münze habe, ist sie wirklich ununterbrochen in meiner Hosentasche. Und ja, es ist halt auch einfach wirklich eine richtig tolle Botschaft. Und nichtsdestotrotz macht es auch natürlich mega viel Spaß, mit der Münze die in der Hand zu halten. Und wenn man dann so mitkriegt, wie das Silber Patina annimmt und sich die Münze von einem komplett glänzenden Objekt immer mehr durch die Patina so immer mehr vermattet und einfach so ihren eigenen Charakter kriegt, ist natürlich auch einfach ein Traum. Dann als 5. Frage habe ich ihn gefragt, wie ist daraus Erling EDC entstanden? So how did the idea of Erling EDC come to fruition? It really came through COVID. I started an account. It was Erling Photography at the time, and just started doing product photos around the house because we couldn't leave. We couldn't go anywhere. I enjoyed photography. I enjoyed traveling. And we couldn't do it. So I started taking pictures of like my phone, and I think I was taking pictures of my camera with my phone and just kind of posted it, learning how to work the camera, get better at it, practice. And one day I think I took a picture of like my watch and probably like a pen or just some other something else in the composition just to make it look nice. And I got a couple comments from some people with this .edc. And about a month or two went by, kept posting under Erling Photography, and then realized that I think I wanted to go into a true EDC account. Throughout that time, I think I picked up my first knife, the CRKT Squid, and that really just kind of sent me down the rabbit hole and started to make a lot more friends through the community. That's pretty much the story on that. Also er sagt, er ist immer mit seiner Kamera so Anfang Covid, als er noch sehr sich so in Fotografie versucht hat und da so viel rumprobiert hat, ist er immer während Covid ums Haus herum und im Haus hat er versucht, Fotos zu machen von seinem Handy oder von seiner Uhr. Und weil er halt während Covid das Haus nicht verlassen konnte, war das so sein ausschlaggebender Punkt. Und da war er dann auch noch unter dem Namen Erling Photography unterwegs und hat dadurch dann irgendwann auch angefangen, noch so einen Stift mit in das Bild zu legen, um da so eine bessere Komposition draus zu machen, und hat dann so Kommentare bekommen von Leuten, die irgendwie .edc oder sowas im Namen hatten. Und da wurde ihnen dann immer mehr klar, so okay, irgendwie habe ich Bock darauf, das auch zu machen. Und kam auch das erste Messer zu ihm mit dem Squid von CRKT, und so hat das dann alles für ihn angefangen. So ging es dann ins Rabbit Hole, und so hat sich das dann alles weiterentwickelt. Er hat seine Fotos weiter optimiert, und ja, also wie für viele von uns tatsächlich auch, hat das so während Covid bei ihm angefangen oder vor Covid, und auch vor allen Dingen dann so durch Fotografie, und das ist ja auch gerade auf Instagram für uns alle ein sehr beschäftigendes Thema, ne? Dass man das EDC, was man so mit sich rumschleppt, in Szene setzt und dann versucht, ein cooles Foto von zu machen. Und genau das war für Ricky dann auch der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, komm, ich mache jetzt hier Erling EDC. Die nächste Frage war dann, wo nimmt er neue Ideen her? Was inspiriert ihn? How do I come up with new ideas?
That's tough because I feel like I'm really bad at coming up with ideas. I almost have to just constantly be writing stuff down. You know, if I think about it when I'm relaxing or about to fall asleep, sometimes I have to pick up my phone and throw something in the notes app just so I have it and can come back to it later. So sometimes that helps to keep things kind of fresh, but other times it's just got to be patient and kind of let it come to me. You know, with the first coin, it was about a year and a half of kind of on and off designs before I finally got it right. And then for the second one, it took about a year and a half for me to kind of decide to do it. Always had the idea that I wanted to, I just didn't know how I wanted it executed, and I can't draw at all. So I worked with Primo, who I think has worked with a ton of people in the community. Does great artwork, and just told him the idea that was in my head as best I could, and he executed it perfectly. Also Freaky selber mit neuen Ideen und sowas tut er sich immer sehr schwer. Und sobald er dann irgendwie eine Idee hat, wenn er irgendwie abends auf der Couch sitzt oder im Bett liegt schon oder so und irgendwas in seinen Kopf ploppt, schreibt er sich das sofort auf, damit das bloß nicht vergisst. Und tut sich dabei generell so ein bisschen schwerer. Und manchmal braucht er auch einfach so ein bisschen Geduld, bis dann die Sachen zu ihm kommen und dann sich so langsam nach und nach entwickeln. So wie das zum Beispiel auch bei seinem ersten Coin war, wo es wirklich 1,5 Jahre gedauert hat, so eine grobe Idee zu kriegen und dass sich das dann so über diese Zeit immer weiterentwickelt hat. Und ja, er wusste halt da schon ganz genau, okay, so und so soll das aussehen, aber da er, wie er selber sagt, überhaupt nicht zeichnen kann, hat er dann Primo gefragt, der ihn da wirklich sehr unterstützt hat und so wie er sich das vorgestellt hat, ihm das bestmöglich versucht hat zu vermitteln und ja, Primo das dann so, wie er sagt, perfekt umgesetzt hat und wie wir sagen würden auf Deutsch, den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Und ja, genau. Und so läuft das für ihn, ne, mit seinen neuen Ideen. Genau. Und dann für mich eine sehr spannende Frage, weil also wenn ich auf diese Coins gucke, dann sehe ich immer sehr dominant diese Piratenästhetik und dieses Piratenthema, ne? Schiffe, Windhosen, Swim or Sink, ne? Solche Sachen. Genau, Pete's Pirate Life und sowas. Das hat schon einen sehr klaren Charakter für mich. Und da hat mich natürlich interessiert, wie er mit dem oder woher für ihn das Piratenthema kommt. Where does the pirate theme come from? Well, with me specifically, I never really intended it for it to be pirates. It was more sailors, tall ships. That's why a lot of my stuff that doesn't have the pirate flag, it may have the a skull or something like that, but it doesn't necessarily tie into pirate. But originally, where that idea came from was after my first daughter was born. I wanted to get a tattoo, and always loved being on the water, being down in the Caribbean, and things like that, and just wanted to design a tattoo around that. So I had something drawn up, designed, I got it, and it does have a tall ship, a compass, things like that on there, and that's kind of the basis behind where my logo, where the first coin kind of came from. Also für ihn hatte das selber nie so die Intention, dieses Piratenthema zu sein, sondern vielmehr um Segeln, ne? Große Schiffe auf dem Wasser sein und so. Und das war für ihn auch so dann so das Thema. Das kam so, nachdem so seine erste Tochter geboren wurde, weil er selber viel gerne auf dem Wasser ist und das auch sehr genießt, hatte er halt diese Idee, okay, ich will da jetzt auch irgendwie ein Tattoo mit haben, mit einem Kompass drauf und einem großen und einem Schiff, einem Segelschiff. Und so kam das dann für ihn nach und nach zusammen. Ne? So hat sich quasi die Mixtur ergeben. Und
so entstand dann auch sein Logo und die Idee für den ersten Coin. Ja, also für ihn gar nicht so das Piratenthema im Vordergrund, sondern wirklich mehr so, ja, dieses generelle Segeln mit großen Segelschiffen. Was ich selber tatsächlich auch sehr spannend finde, weil ich früher auch mal segeln war und ich es einfach auch am Meer oder so, ich liebe es. Und deswegen kann ich ihn da sehr gut nachvollziehen. Dann so die Frage, die ihr auch schon kennt. Was ist Erlang EDC für ihn? Also was verbindet er mit seinen Erfahrungen, mit seiner eigenen Geschichte? What is Erlang EDC to me? That's a deep question, and I think I'd have to say, it's grown into a community and a following within the EDC world, and just on its own, that I never imagined would happen. I took a just product photography account and grew it into a following of like-minded people that not only like coins and patches, but collecting knives and pens and all sorts of other things. And over the course of 4 years now, some of these people I've gotten to meet more than one time, and it's just something that makes me wonder if it could ever be recreated in the future like this, just because COVID was one of those times that so many people came together. And even in the community today, maybe it's Instagram's algorithm that a lot of us like to complain about, but it could just be that the world's sort of gotten back together, or back on its own, or reverted to how it was kind of pre-COVID. And a lot of us don't realize that yet, maybe. And I don't know, because a deep question, but I've thoroughly enjoyed putting the Erlang crew together and all the support. Ja, also wie er gesagt hat, für ihn eine sehr tiefgründige Frage, weil er jetzt so sich das so, wie sich das jetzt entwickelt hat, gar nicht so vorstellen konnte. Dass sich da so in 4 Jahren aus der Produktfotografie heraus so eine Gefolgschaft und Community von Gleichgesinnten entwickelt, wo sich dann im Laufe von 4 Jahren man sich immer wieder mit Leuten trifft und da auch tatsächlich so irgendwie so Freundschaften und so entstehen können. Und er fragt sich selber, ob es das jemals nochmal wieder so in dieser Art geben wird. Und da spricht er dann auch den Instagram-Algorithmus an, der uns ja allen im Moment sehr zu schaffen macht, dass Instagram so im Moment so rigoros den ganzen EDC-Content unterdrückt und zurückhält und unterbindet irgendwie auch. Und er meinte selber auch, vielleicht ist es auch einfach so gerade dieser Aspekt, dass es bei vielen noch gar nicht so richtig angekommen ist, dass die Welt sich wieder normal dreht wie vor Covid. Und es war für ihn, er freut sich sehr darüber, dass so die Erlang Crew so entstanden ist, wie sie so entstanden ist. Und ich für meinen Teil kann ihm da auch nur zustimmen, dass das so diese Community, die sich während Covid so entwickelt hat, dass jeder davon uns sehr profitiert. Ob es jetzt bei uns als Beispiele vergangenes Wochenende die Knife oder die GDC-Con im März oder so waren, generell so dieser Community-Zusammenhalt ist halt wirklich einfach grandios. Das macht super viel Spaß. Dieses ganze Miteinander ist halt wirklich einfach total toll. Und ich glaube, was er sagt, also was Ricky sagt, dass er sich da so sehr drüber freut, seine eigene Erlang Crew, wie er es genannt hat, so über die 4 Jahre aufgebaut zu haben, kann ich das selber nur so unterstreichen, im Sinne davon, dass ich halt Teil dieser
German Daily Carry Truppe bin, wo ich einfach mich so sehr wiederfinde. Genau. Dann war die Frage, was sein persönliches Highlight in der Geschichte von Erling EDC ist. My personal highlight in the history of Erling EDC, man, that's a tough one. In the beginning, it was always kind of exciting to get a new follow or get a follow from somebody that you've kind of looked up to, and you just think kind of no way that account had so many followers, and I'm brand new. I think the biggest highlight for me was just how blown away, myself, my wife was with the first coin drop. And, I was real nervous to bring it out. Didn't know how it would be taken. It was, financially, it was a big expense for me to kind of get going in the beginning. And just when the clock, I think, struck noon on the Sunday that I dropped them, they were gone in like 60 seconds, and I almost couldn't even process it. I thought there was a glitch on the site when it said out of stock, and I had no expectation that it was going to do that well. I would have been happy if 10 of them went out, and I had so many messages that we had to turn around and do a restock and a reorder, and ended up starting to do some different materials, brass and copper, and by the end of the year doing the fully blacked out edition. So that was probably the one of the top moments over the past 4 years, was just seeing the support that I got from the community on that first coin. Er sagt, schwierige Frage, aber am Anfang war das so noch für ihn so, neuer Follower, oder wenn jemand gefolgt ist, der zu dem man aufgeschaut hat, ne, oder irgendeine Ikone mit, der hat aber viele Follower und so. Und ich glaube, das kann jeder von uns gut nachvollziehen, wie es da so am Anfang dann bei ihm aussah. Und dann war das aber mehr so der erste Coindrop, wo er wirklich dann sich gefragt hat, wie das wohl ankommt und was daraus wohl wird, weil es für ihn selber auch ein finanzieller Aufwand war und sich das dann alles natürlich auch so aufstaut. Ne? Man entwickelt da über 1,5 Jahre so eine Münze, dann fragt man sich natürlich so, wie kommt das wohl an und so. Und dann zu merken, okay, die Münze ist innerhalb von 60 Sekunden komplett ausverkauft und es kommen Nachrichten rein, dass da die Nachfrage richtig groß ist und so, ist natürlich echt schon ziemlich cool, und das kann ich auch selber sehr gut nachvollziehen. Und da sagt er dann, dass das so für ihn so das Highlight ist, ne, was sich dann daraus entwickelt, dass man dann noch andere Materialien hinzuholt, ne, Messing und Kupfer, und dann zum Jahresende hin nach dem Coindrop auch diese komplett All-Black-Variante, also alles komplett schwarz. Und da kann ich ihn sehr gut verstehen, dass das so sein persönliches, absolutes Highlight ist. Dann die Abschlussfrage, ihr kennt sie mittlerweile alle, war dann Erling EDC in 3 Worten. Erling EDC in 3 words. I think this is very simple, and I bet you can guess. Stay the course. Ja, da musste ich jetzt selber kurz schmunzeln bei der Antwort, weil so offensichtlich und einfach, wie sie tatsächlich ist, bin ich selber gar nicht darauf gekommen. Und wie er selber gesagt hat, ne, ja, okay, das ist ziemlich einfach, und zwar stay the course. Und das ist so gut das ist ja total nachvollziehbar, ne, was er jetzt so erzählt hat über die letzte halbe Stunde, dass er da das ist ja die Münze, auf der alles aufbaut, ne? Das ist ja so das, worum es sich dreht. Und also
klar, logisch, ne? Natürlich ist es Stay the Course. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich habe es tatsächlich, ich bin da tatsächlich selber nicht drauf gekommen. Ich war schon die ganze Zeit überlegen, was würde er denn wohl nehmen? Aber klar, Stay the Course, natürlich. Ja, das war Wer ist eigentlich Erlang EDC? Und ja, eine etwas andere Form des Formats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich gerne wissen in der Spotify-Umfrage, in den YouTube-Kommentaren und natürlich auch gerne auf Instagram in den Kommentaren zu dem Post dazu. Und ich hoffe, ihr hattet Freude, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und jetzt wünsche ich euch einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht. Viel Erfolg bei dem, was ihr gerade tut. Steckt den Kopf nicht in den Sand. Und bis dahin. Ciao, ciao.